Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. 14 Grad zeigt der Wahoo an. Fühlt sich ein bisschen kälter an. Frank Peterle hat sich gleich mal seine Jäckler angezogen. Ist doch ein bisschen frisch hier auf der Insel. Auf der Insel Sylt, wohlgemerkt. Es rollt hier ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich Rückenwind habe vielleicht. Das merke ich dann am Rückweg. Ich fahre jetzt in den Süden runter, an die Südspitze. Dann fahre ich in den Norden hoch und dann noch rüber in den Osten. Und am Schluss gucke ich mir mal Westerland noch ein bisschen an. Also landschaftlich schon mal sehr schön. Bin beeindruckt bis jetzt. Ich habe jetzt eigentlich nichts Großes erwartet, aber es sieht doch ziemlich schnucklig aus hier. Der Strand, da kann man also immer wieder mal abbiegen, da sind ständig irgendwelche Wege oder Parkplätze. Müssen wir halt, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, das Rad ein bisschen tragen. Aber das sieht echt cool aus da. Also geht es über die Dünen und von oben hast du auch einen schönen Blick dann immer aufs Meer. Also ziemlich beeindruckend, ja. Hier die Landschaft schaut jetzt ein bisschen aus wie in Irland. Es fehlen bloß noch die Schafe. Na, ein Schaf seht ihr ja. Das ist ja auf dem Rad. So, der Wahoo will mich schon wieder zurückschicken. Das ist schon die Südspitze, aber es geht hier noch ein bisschen weiter. Ich folge jetzt mal der Straße, bis es nicht mehr weitergeht und ich am Meer stehe. So, hier sind die ganzen Ausflugsdampfer. Und da gibt es die guten Fischbrätler. Stehen die Leute ja ewig an hier, um auf irgendeinen so Dampfer zu kommen. Und hier ist der Strand. In Hörnum heißt es, glaube ich, hier. Hörnum. Ja, jetzt weiß ich auch, bei welchem Schiff die alle angestanden sind. Es war ja diese Adler-Reederei. Die verkehrt ja zwischen Dagebüll und Sylt, wobei laut Internet da keine Abfahrtszeiten waren, also, aber anscheinend fahren sie doch. Und das ist ja die Südspitze hier, das ist ja der kürzeste Punkt dann Richtung Festland wieder nach Dagebüll. So, das war Hörnum, kurz und schmerzlos, kleiner Ort an der Südspitze mit Hafen und schönen Stränden wohl, aber ich bin jetzt nicht zum Strand, ich bin da irgendwie beim FKK-Strand gelandet. Das wäre, glaube ich, ein bisschen unpassend, wenn ich da mit der Kamera rumfuchtel. Aber ich fahre jetzt den selben Weg wieder zurück, weil jetzt geht es in den Norden, genau auf die andere Seite an die Nordspitze. Okay, Frank Peterle hat wieder was entdeckt, da geht ein Weg hoch zu irgendeiner Aussichtsplattform oder was ist das da, eine Antenne oder was auch immer. Scheint geteert zu sein, da fahre ich jetzt mal hoch, vielleicht hat man da einen schönen Ausblick aufs Meer.
Jawohl. Da ist sie, die Nordsee. Das ist ein richtig geiler Ausblick hier. Jetzt schauen wir mal darüber. Da sieht man nämlich noch die andere Seite vom Strand. Ewig weit. Schaut euch das an. Ist das nicht herrlich? Oh, Wahnsinn. Kilometer weiter Strand. Fast schon Südsee-Feeling. Selbst die Kirchenglocke hat ein Reetdach. So, jetzt geht's hier über den Dammweg. Schaut auch recht schön aus. Aber ein bisschen Geduld braucht man hier. Man ist nicht der Einzige. Okay, ist jetzt nicht unbedingt rennradtauglich. Das hat mir jetzt Komoot verschwiegen. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Die Schafe sind auch da. Jetzt hoffe ich mal, dass die Grand Prix 5000er das aushalten. Das ist recht eine schwammige Angelegenheit. Da geht ganz schön lang der Weg. Bin ich froh, wenn ich den überstanden habe. Jetzt geht es dann irgendwann mal rechts weg. Ich hoffe, das hört dann auf, weil das ist echt kein Spaß hier mit den Reifen. Hier versinkst du überall im Kiesel, schwimmst du richtig weg. Jetzt mal die Reifen inspizieren, ob die das Heil überstanden haben. Ein Service, vielen Dank. So, ich habe es überlebt. Jetzt habe ich wenigstens wieder Teer unter den Rädern oder Asphalt. Aber dafür kommt jetzt die ganze Schafskacke auf mich zu. So, einmal durch die Schafskacke. Durchs Schafsklo. Das Schafsklo des Nordens. Ah, ihr habt alle die Ruhe weg, ne? Ja, meh! Also so voll wie es da hinten war auf dem Schotterweg über den Damm oder über den Deich, so wenig ist hier dann los. Na gut, jetzt kommen mal welche, aber es ist ziemlich vereinsamt. Lass dir ruhig Zeit. Es
sind halt so Ecken hier, da kommst du mit dem Auto auch nicht her. Das ist halt der Vorteil am Fahrrad. Da kannst du sowas auch mal erkunden. Weil zu Fuß wäre das, glaube ich, auch ein bisschen beschwerlich. Und mit dem Rad, da kommst du halt wirklich überall hin, selbst über so Schotterwege. Was soll's, knatterst halt mal drüber. Selbst wenn du einen Platten fährst. Nein. Aber sowas hier, das siehst du mit dem Auto nicht. Das ist halt das absolute Kontrastprogramm zu den feinen Sandstränden, die halt drüben im Westen sind. Ja. Das schaut halt alles ein bisschen karger aus. Oh, was ist hier? Doch, da geht's weiter. Das schaut halt alles hier ein bisschen mondlandschaftsmäßig aus, während drüben eben ja, die Südseestrände quasi sind. Aber das hat alles seinen eigenen Reiz und seinen Flair. Also mir gefällt es trotzdem. So, das war die Ostseite. Jetzt geht's weiter Richtung ursprünglicher Plan, Norden. Wahrscheinlich noch durch Westerwald durch, Westerland. Und dann geht's wieder rüber zu den Südseestränden im Westen, weil im Westen ist am besten. Ja, was ist denn das da? Das richtige Meer? Also das Meer mit Wasser auf jeden Fall. So, hier ist Schotter, hier ist auch Schotter, Scheibengleister, aber ich muss hier lang. Naja, wir sind es ja gewohnt. Wir haben jetzt schon ein bisschen Übung. Eieiei. Next round. Jetzt geht es hier in der Bahnlinie wieder entlang, auf der ich mit dem Zug vom Festland herkam. Da ist gerade der Autozug rüber gedonnert. Also jetzt dürfen wir es nicht mehr weiter haben bis Westerland. Ich glaube, da vorne ist es eh schon. Und dann geht es weiter an die Nordspitze, wie gesagt. Ich glaube, das ist die lukrativste Zugstrecke der Deutschen Bundesbahn hier nach Sylt. Ein Wort zu den Radwegen hier, die sind jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt rennradtauglich. Das sind viele so Bordsteine, so Gehsteige, die gleichzeitig Radwege sind, so wie sowas hier. Also da fahre ich dann schon lieber auf der Straße. Es ist zum Bummeln ganz schön, aber zum Rennradfahren meines Erachtens nicht geeignet. Zumindest nicht, wenn man jetzt sportlich ambitioniert unterwegs sein will. Zum Sightseeing okay. Zum anderen hat man dann, da drüben ist auch ein Weg. Aber wahrscheinlich Schotter. Zum anderen hat man halt dann hier diese Radwege, die halt ziemlich schmal sind. Da ist halt Hinz und Kunz unterwegs und wie die Leute halt sind. Da wird nicht links geschaut, da wird nicht nach rechts geschaut. Das heißt ziemlich eng. Man muss immer für die anderen mitdenken. Ja gut, das kennt man ja als Rennradfahrer, aber hier sind halt viele Kinder unterwegs und Jugendliche und alte Leute. Und naja, ist suboptimal mit einem Rennrad, sage ich jetzt mal. So, das muss ich mir jetzt mal angucken. Das sah ziemlich cool aus hier vom Radweg aus. Frankenpedaleur
explores. Moving at the same speed. Beauty is in deep, looking for the in-between. It doesn't take just anything to bring out the extreme. We leave to keep score. For us it's run and go. For us it's all we know. It's run and go. We think ahead out of force out. We running. Etwas unwegsam hier, aber schöne Blumen haben sie. Guck mal. So, wie kam ich denn hier irgendwie hoch? Wie kam ich denn hier hoch? Wo ist denn hier der Weg? Der nicht vorhandene. Oh shit. Phone, it's run and go. Oh, we leave to keep score. For us it's run and go. For us it's all we know. It's run and go. We think ahead. Mal wieder falsch abgebogen. Ich muss nämlich hier rüber. Da geht's nach Ellenbogen. Da sind wir richtig. It's run and go. Die beste Straße nach Ellenbogen, aber da oben sind wir dann an der Nordspitze und dann machen wir so einen Kreis rum hier rüber nach List und dann geht es wieder zurück in den Süden bzw. nach Westerland. Dann haben wir den Süden abgeklappert, den Osten und den Norden, haben wir eigentlich alles gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, hier sind schon schöne Sanddünen. Mal gucken, wie es hier oben aussieht. We leave to keep score. For us it's run and go. For us it's all we know. It's run and go. We think ahead out of force out. Also die Dünen hier, das Naturschutzgebiet, betreten verboten, nur für Schafe zugänglich. Dürfte ich eigentlich drauf? So, da oben zu dem Häusel, da werde ich jetzt mal hinschauen. Ich will mal wieder schöne Strände sehen. Also da war jetzt nichts mit Sightseeing am Beach. Schade, weil da war irgendwann ein Schild mit Steilkante oder sowas gestanden. Also es wäre wahrscheinlich recht interessant gewesen, aber da war so ein Wichtigtour, der hat mich gleich zurückgepfiffen, der wollte irgendwie Kurkarte sehen oder keine Ahnung was abkassieren. Das mache ich jetzt nicht, wenn ich hier bloß mal 30 Sekunden einen Blick da runterwerfen will. Aber wir werden noch einen anderen Spot finden, wo man was sieht. Okay, jetzt probieren wir es mal hier. Da sind nämlich jetzt gerade die Radfahrer auch durch. Die haben zwar kurz mit der Dame hier gesprochen, aber durften weiterfahren. Dann schauen wir mal. Hallo. Moin. Kann ich hier durchfahren? Ja, nur rechts halten. Nur rechts halten, alles klar, das mache ich. Danke, ciao. Ja, das ist doch mal eine Aussage. So, jetzt habe ich hier einen anderen Weg hochgefunden. Mal gucken, ob man da was sieht. Das ist zumindest kein nerviger Abkassierer. Oh ja, da oben ist ein Aussichtspunkt. Sehr gut. Mehr wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja bloß einmal kurz den Ausblick genießen. Da drüben, da stand der andere, der Wichtigtour bei dem Haus, bei dem Wonnemeier. Ja, dann nehmen wir halt den Weg hier. Last night in my dreams, walking the streets, summer ghost town. I tried to believe in God and dreams deep, but Hollywood
Straße fahren kann ja jeder. Ja, und jetzt haben wir es geschafft. Einen Blattfuß. Jawohl. Also, Schlauch wechseln. So, was tun, wenn der Ersatzschlauch auch defekt ist und man kein Flickzeug dabei hat? Dann gibt es noch einen kleinen Trick, mit dem man dann zumindest weiterrollen kann. Und der sieht so aus. Gras in den Mandel stopfen als Ersatzschlauch. Das werde ich jetzt machen. Ich fülle jetzt die ganzen Mandel hier aus mit Gras, weil da gibt es ja genug hier. Das gute norddeutsche Küstengras, das stopfe ich jetzt da rein, bis der ganze Mandel aufgefüllt ist und dann geht es weiter. Wird zwar ein bisschen holprig, aber mein Gott, mit defektem Schlauch fährt es auch nicht besser, ne? Beziehungsweise gar nicht. Und hier ist auch keine Busverbindung, wo ich hier bin. Ich bin nämlich hier am äußersten Zipfel von Sylt. Ja, da wo irgendwie, glaube ich, auch kein Postbote mehr vorbeikommt. Also muss ich mir weiterhelfen. Ich werde berichten, wie es sich rollt dann. Bis dann. Auf Gras rollt es doch am besten, oder? Gut, das ist jetzt nicht optimal, aber man rollt zumindest. Und die 20 Kilometer oder was das sind nach Westerland, die schaffe ich auch noch. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, ich schaue mir jetzt trotzdem hier noch die Nordspitze an. Und dann geht es zurück nach Westerland. In der Hoffnung, dass ich das irgendwie überstehe hier. Das fühlt sich schon sehr holprig an. Ein bisschen Unwucht ist drin. Naja gut, werden wir schon hinkriegen. Also ich entscheide mich jetzt nochmal um. Die Grasvariante überzeugt mich nicht ganz. Habe jetzt einen Knoten hier reingemacht und werde den Schlauch jetzt so in den Mandel reinfriemeln. Der ist zwar jetzt ein bisschen kürzer, aber er ist dicht und es ist weitaus komfortabler, glaube ich, wie mit dem Gras. So, der alte abgeknotete Schlauch ist jetzt wieder drin. Der Knoten ist hier rechts am Ventil. Man muss natürlich dann den Schlauch ein bisschen dehnen und Obacht geben beim Aufpumpen, nicht ganz so arg aufpumpen. Wir wollen ja, dass er nicht reißt. Und ja, nur so viel halt, dass er rollt. Es wird halt hier eine Unwucht geben dann am Ventil, da hoppelt es halt dann, aber es ist auf jeden Fall angenehmer wie mit dem ganzen Büschel Gras hier, was ich jetzt hier wieder rausgezogen habe. Das hat sich nicht so komfortabel angefühlt. So, jetzt schauen wir mal, jetzt pumpen wir auf und dann gucken wir mal, wie die ganze Sache rollt. Top, rollt gut, hoppelt nicht mal. Ich glaube, das ist mehr die Straße wie der Schlauch mit dem Knoten. Ich werde es jetzt dann nochmal später auf der Geraden testen, also auf der Ebene, auf einer guten Straße. Weil hier ist jetzt sowieso Ende Gelände. Land's End hier. Mein Gott, die Autofahrer hier kreuz und quer. Also das ist die nördlichste Spitze von Sylt hier. Wenn ich jetzt schon mal da bin mit defekten Reifen, dann schaue ich es mir aber auch an. So schaut es aus hier. Da kam ich her. Jetzt schaue ich noch hier rüber auf die andere Seite, dass wir die auch gesehen haben, und dann geht es wieder zurück. In der Hoffnung, dass der Reifen hält.
Finally I'm in the train. Ich habe es geschafft. Das hat jetzt eine Panne die nächste gejagt. Ich habe festgestellt, in dem Schlauch waren 2 Löcher. Ich habe das erste Loch abgebunden und er hat immer noch Luft verloren. Dann der Ersatzschlauch war defekt. Später kam ein Radler daher, der hat mir dann Flicken angeboten. Die habe ich dann auf dieses zweite Loch geklebt. Und das hat dann einigermaßen gehalten, aber im selben Moment, wie ich dann das Rad eingebaut habe, kamen 2 Frauen aus Starnberg mit einem VW-Van. Und die haben mir angeboten, mich mitzunehmen, weil sie nach Westerland fuhren, weil sie da stationiert sind. Und Platz hatten sie vom Fahrzeug her und dann haben sie mich zum Bahnhof gebracht und letztendlich habe ich es dann geschafft, dass ich in den Zug einsteige und hatte dann irgendwie ein bisschen die Schnauze voll. Also ich wollte eigentlich noch oben nach List fahren und da so eine kleine Runde drehen, dass ich dann quasi den letzten Winkel von der Insel noch gesehen hätte, aber gut, hat nicht sollen sein und Westerland selber habe ich jetzt auch nicht groß ansehen können, eigentlich gar nicht. Und habe jetzt dann auch keinen Nerv mehr gehabt. Also Ende gut, alles gut. Das Rad ist bei mir, ich bin im Zug und zu Hause wird dann erstmal neuer Schlauch eingezogen und für die nächste Fahrt dann präpariert. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch für meine Pleiten, Pech und Pannenfahrt und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Aktiviert das Glöckchen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, hoffentlich pannenfrei dann. Bis dahin, ciao, ciao. Did you forget to take your meds, baby? Entschuldigung. Entschuldigung. Danke. Aber mal, so ist es. So ist es halt im Gemüsegarten hier, ne? Mal rüber in den Osten und dann hinterher treibe ich mich noch ein bisschen im Westerwald. Ne, nicht im Westerwald, im Westerland rum.